Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit dem Anlegen von Konstruktoren unter Java. Ich werde zunächst die Spielregeln für Konstruktoren nennen und mich dann mit den Begriffen überladen, verketten und dem Superoperator befassen. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass Konstruktoren nicht überschrieben werden können. Sie können überladen werden, aber nicht überschrieben. Denn das Überschreiben hat etwas mit Vererbung zu tun und Konstruktoren werden grundsätzlich nicht vererbt. Daran ändert auch der Superoperator nichts. Konstruktoren müssen grundsätzlich in Klassen mit angelegt werden. In diesem Fall verfüge ich über eine Klasse, die Person heißt und die zwei Eigenschaften hat, nämlich Name und Geburtsjahr. Sie verfügt außerdem über zwei Methoden. Innerhalb dieser Klasse werde ich nun einen Konstruktor anlegen. Wir sehen hier Class Person. Innerhalb dieser geschweiften Klammern befindet sich der Programmcode. Lege ich nun innerhalb dieses Programmcodes einen Konstruktor an, so muss dieser Konstruktor den gleichen Namen haben wie die Klasse selbst. Daran geht kein Weg vorbei. Vor den Konstruktor darf ich auf keinen Fall eine Angabe über einen Rückgabewert machen, auch nicht void. In dem Moment, wo ich void davor schreibe, mache ich eine Angabe über den Rückgabewert und somit würde es sich hier um eine Methode handeln und nicht mehr um einen Konstruktor. Und für Methoden gelten andere Spielregeln als für Konstruktoren. Ein wesentlicher Unterschied ist der, dass ich diesen Konstruktor nur im Zusammenhang mit new und daher nur einmal aufrufen kann, während ich eine Methode immer wieder aufrufen kann. Also ich muss hier sehr gut aufpassen, dass ich die Konstruktoren und die Methoden nicht miteinander verwechsle. Wie bereits gesagt, wird der Konstruktor innerhalb der Klasse angelegt, deren Programmcode auf diesem Blatt nicht mehr zu sehen ist. Möchte ich nun einen Konstruktor aufrufen, so geschieht das im Zusammenhang mit dem New-Operator. Ich kann ja mit Hilfe der Klasse Person beliebig viele Objekte anlegen. Indem ich das Objekt deklariere und anschließend einen Konstruktor starte, ist das Objekt geschaffen. Es handelt sich also an dieser Stelle um einen Konstruktoraufruf, der, wie bereits gesagt, nur im Zusammenhang mit dem Schlüsselwort new geschehen kann, danach nie wieder. Wir sehen hier mehrere Konstruktoraufrufe. Aus diesem Konstruktoraufruf wird besonders klar, was meistens Zweck eines Konstruktoraufrufes ist. In dem Moment, wo ich dieses Objekt anlege, vom Typ Person, möchte ich die beiden Variablen Name und Geburtsjahr schon mit Werten belegen. Das ist ein sehr häufiger Zweck von Konstruktoren. Habe ich in dieser Klasse Person einen geeigneten Konstruktor geschrieben, so kann ich durch diesen Aufruf die Variable Name und die Variable Geburtsjahr auf einen Anfangswert setzen. Wir sehen hier ein erstes Beispiel für das Anlegen von Konstruktoren für die Klasse Person. Ich werde anhand dieses Programmcodes auch den Begriff überladen schon erklären. Wir sehen hier allerdings an diesem Gesicht, dass dieser Programmcode nicht ganz optimal ausgeführt worden ist. Warum? Das werde ich gleich erklären. Er funktioniert allerdings, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Ich habe nun in der Klasse Person gleich 5 Konstruktoren angelegt. 1, 2, 3, 4, 5. Und genau das ist mit überladen gemeint. Denn alle Konstruktoren haben ja den gleichen Namen. Wie erkennt man aber nun, welcher Konstruktor aufgerufen werden soll? Das geschieht anhand dieser sogenannten Parameterliste in den runden Klammern. Der erste Konstruktor wird aufgerufen, wenn überhaupt keine Werte beim Aufruf des Konstruktors angegeben werden. Der zweite wird aufgerufen, wenn nur ein String übergeben wird. Der dritte wird aufgerufen, wenn nur ein Integer übergeben wird. Der vierte Konstruktor wird aufgerufen, wenn zuerst ein String
und dann ein Integer übergeben wird. Und der fünfte wird aufgerufen, wenn zuerst ein Integer und dann ein String übergeben wird. Anhand der Parameter in den runden Klammern wird also entschieden, welcher Konstruktor aufgerufen wird. Genau das ist mit überladen gemeint, wenn denn in diesem Fall, und das ist ja bei Konstruktoren zwangsläufig der Fall, alle den gleichen Namen haben. Dabei spielt halt die Anzahl der Parameter eine Rolle, aber auch deren Reihenfolge. Sehen wir uns den Programmcode nun genauer an. Rufe ich diesen Konstruktor auf, so werden überhaupt keine Anfangswerte gesetzt. Rufe ich diesen Konstruktor auf, so übergebe ich ja ein String und dieser wird nun dem Namen des Objektes zugeordnet. Damit würde also diese Person, die ich nun instanziert habe, über einen Namen verfügen. Entsprechend kann ich natürlich hergehen und den Konstruktor mit einem Integer aufrufen, dann wird ein Geburtsjahr zugeordnet. Natürlich wäre das nicht unbedingt optimal, dass ich nur eine der beiden Eigenschaften mit einem Anfangswert belege. Es macht sicherlich Sinn, gleich beide Werte zu belegen und deshalb verfüge ich hier über einen Konstruktor mit einem String und einem int in der Parameterliste. Rufe ich den nun auf, so wird der Name des Objektes auf einen Anfangswert gesetzt und auch das Geburtsjahr. Nachteilig an diesem Programmcode, und deshalb ist das nicht optimal, ist es, dass ich hier wiederum einen anderen Namen benutze für diesen String, nämlich str, als denn für den String, dem ich dann wiederum diesen Wert zuweise. Zunächst schaue ich mir aber ein Beispiel an, in dem ich dieses Ganze realisiert habe. Wir sehen hier diesen Programmcode, zunächst wieder die Klasse Person mit den beiden Eigenschaften und den beiden Methoden. In dieser Methode werden nun der Name und das Geburtsjahr ausgegeben, wenn sie denn aufgerufen wird. Ich habe hier zwei Konstruktoren angelegt, zunächst den sogenannten parameterlosen Konstruktor. Dieser Konstruktor wird automatisch angelegt, wenn der Programmierer keinen weiteren Konstruktor anlegt. Legt der Programmierer einen weiteren Konstruktor an, so wie hier, so sollte man unbedingt diesen Konstruktor von Hand mit anlegen. Ich könnte nun also einen parameterlosen Konstruktor nutzen beim Instanzieren eines Objektes. Ich kann allerdings auch diesen nutzen und der macht genau das, was ich vorher angekündigt habe. Er nimmt ein String entgegen und ein Integer und reicht diese beiden Werte an die beiden Variablen Name und Geburtsjahr weiter. Lege ich nun ein neues Objekt an, Mary gleich new Person, gebe ein String und ein Integer weiter, so verfügt dieses Objekt bereits jetzt über diese beiden Werte. Schauen wir uns das Ergebnis an. Mein Name ist Mary, Geburtsjahr 2007. Selbstverständlich kann ich auch ein weiteres Objekt anlegen, in diesem Fall Peter, ihm den Namen Peter zuordnen und ein anderes Geburtsjahr. Und es sollte natürlich in diesem Fall dann auch entsprechendes ausgegeben werden, denn ich habe an dieser Stelle auch schon die Antwortenmethode aufgerufen. Wie bereits gesagt, ist dieser Programmcode nicht optimal, denn der Programmierer muss sich an dieser Stelle merken, dass str für einen Namen steht und das dann der Variablen Name zuordnen. Es wäre doch viel besser, wenn ich hier für die Variable Name auch Name verwenden kann. Genau das ist hier geschehen. Es wird also nun in der Parameterliste für die Variable Name wiederum der Begriff Name benutzt. Das wiederum führt aber dazu, dass ich innerhalb dieses Programmcodes, wenn ich denn den Variablen Name benutze, auf diese Variable zugreife. Das ist aber eine lokale Variable, die nur so lange lebt, wie dieser Konstruktor abgearbeitet wird.
Um nun den Wert, den ich hier übergeben habe, tatsächlich an die Variable Name weiterzureichen, die diesem Objekt zugeordnet ist, muss ich den sys-Operator verwenden. Mit sys-Name greife ich nun also auf die Variable Name zu, die dem neuen Objekt zugeordnet ist. Mit Name hingegen greife ich auf diese lokale Variable zu, die ja nur sehr kurz existiert. Warum kann ich hier keinen Objektnamen einsetzen? Naja, es gibt ja noch kein Objekt, denn der Konstruktor wird ja mit dem New-Operator zusammen abgearbeitet und dabei entsteht dieses Objekt ja erst. Deshalb kann ich in der Klasse hier unmöglich einen Objektnamen angeben. Außerdem soll das Ganze ja für alle Objekte gelten, egal wie sie am Ende heißen. Und daher kann ich hier den sys-Operator einsetzen, der sich auf das aktuelle Objekt bezieht. Der Programmcode sieht jetzt folgendermaßen aus. Schauen wir uns wieder den parameterlosen Konstruktor an, der macht nichts. Ich schaue mir jetzt hier unten diesen Konstruktor noch genauer an. Person erwartet die Übergabe von zwei Werten, nämlich eines Strings und eines Integers. Und genau diese beiden Werte werden nun über diese Anweisung und über diese Anweisung an die sogenannten Instanzvariablen dieses Objektes weitergereicht. Dieser nun durchaus verbesserte Programmcode erleichtert in erster Linie dem Programmierer das Leben. Es ist nicht zwangsläufig so, dass man das so machen muss, es wird aber in aller Regel so gemacht. Ich darf hierbei natürlich nicht den Befehl falsch herum anwenden, so wie das hier geschehen ist. Wird hier nun gesetzt Name gleich sys-Name, so wird dieser hier lokal geschaffenen Variablen der Wert einer Instanzvariablen zugewiesen. Anschließend wird das Ganze vernichtet. Das heißt, diese Anweisung hat überhaupt keine Wirkung. Einen entsprechenden Programmcode sehen wir hier. Hier befindet sich der Konstruktor, der mit dem sys-Operator arbeitet. Darüber hinaus habe ich noch zwei weitere Konstruktoren angelegt, die jeweils nur einen Parameter erwarten. Es sind 4 Objekte angelegt. Bei Mary werden 2 Werte übergeben, bei Peter ein Wert, bei Paul wiederum ein Wert und bei Katrin wird nichts übergeben. Die Antwortenmethoden werden uns nun zeigen, was dabei rausgekommen ist. Wir sehen, bei Mary ist der Name angekommen und auch das Geburtsjahr. Bei Peter ist nur das Geburtsjahr angekommen, bei Paul nur der Name und bei Katrin ist schließlich überhaupt kein Wert gesetzt, denn ich habe ja überhaupt keine Werte übergeben. Kommen wir damit zum Begriff der Konstruktorverkettung. Ich möchte hier allerdings darauf hinweisen, dass der Begriff Verkettung in der Fachliteratur nicht immer gleich assoziiert wird. In manchen Fällen bezieht sich die Verkettung auch darauf, dass von den Vaterklassen bzw. Oberklassen automatisch immer Konstruktoren mit aufgerufen werden. Darauf gehe ich aber hier nicht näher ein. Ich werde hier die Verkettung so erläutern, wie sie sich innerhalb einer Klasse abspielt. Dieses hier angegebene Beispiel ist eher etwas künstlicher Art und soll das Prinzip der Verkettung erläutern. Ich befinde mich wieder in der Klasse Person. Es gibt einen parameterlosen Konstruktor. Es gibt 2 weitere Konstruktoren, die jeweils einen Parameter, einmal den Namen, einmal das Geburtsjahr erwarten. Wir sehen hier unten den Befehl, den ich in dem Beispiel zuvor angewendet habe, nämlich die Übergabe zweier Parameter und die Zuweisung über den sys-Operator. Ich gehe nun an dieser Stelle in diesem Konstruktor anders vor. Es werden wieder 2 Parameter, ein String und ein Integer übergeben. Der Wert von Name wird wieder mit dem sys-Operator direkt an die Instanzvariable weitergegeben. Allerdings verfahre ich mit dem Wert, der an Geburtsjahr übergeben wird, anders. Der Wert von Gebjahr wird nun genommen und über diesen sys-Aufruf, runde Klammern, im Gegensatz zu dieser Stelle, weitergegeben
an den Konstruktor innerhalb dieser Klasse, der die Übergabe eines Integerwertes erwartet. Sys bezieht sich auf einen Konstruktor, der Person heißt, da ich mich in der Klasse Person befinde. Die Übergabe genau eines Integers führt nun dazu, dass genau der Konstruktor aufgerufen wird, der die Übergabe eines Integers erwartet. Und genau der setzt hier nun die Instanzvariable auf den übergebenen Wert. Wie bereits gesagt, ist diese Anwendung in diesem Zusammenhang nicht besonders sinnvoll. Sinnvoller wird die Sache dann, wenn ein bestimmter Konstruktor neben dieser reinen Wertezuweisung auch noch andere Aufgaben hat. Es könnte zum Beispiel so sein, dass bei der Übergabe des Geburtsjahres geprüft wird, ob denn ein vernünftiges Geburtsjahr angegeben wurde. Zum Beispiel könnten nur solche Jahre erlaubt sein, die zwischen 1900 und 2100 liegen oder auch nur solche Jahre, die nicht in der Zukunft liegen. Das würde man dann in diesem Konstruktor überprüfen und entsprechend darauf reagieren. Und genau diesen Programmcode möchte man natürlich nicht in jedem Konstruktor unterbringen. Auch das einmal in konkreten Programmcode umgesetzt. Es hat sich nicht viel geändert, außer dass ich an dieser Stelle nicht mit sys.getJahr daherkomme, sondern sys, runde Klammer auf und zu, das Geburtsjahr übergebe und damit wird dieser Konstruktor aufgerufen, der den Wert nun weiterreicht. Das Ganze lässt sich natürlich ausprobieren und macht auch keinerlei Schwierigkeiten. Damit nun zum Begriff des Superoperators im Zusammenhang mit Konstruktoren. Der Superoperator kommt im Falle von Vererbung ins Spiel. Die Vererbung bezieht sich hier allerdings auf die verwendeten Klassen, nicht etwa auf die Konstruktoren selbst, denn wie bereits gesagt, Konstruktoren werden nicht vererbt. Ein Konstruktor, den ich in der Klasse Person anlege, wird beim Erweitern der Klasse Person zur Klasse Angestellter nicht vererbt. In unserem Beispiel ist es jetzt so, dass nach wie vor die Klasse Person, wie bereits bekannt, existiert und ich nun über extens eine weitere Klasse anlege, Angestellter, die über einen weiteren Wert, nämlich Beruf, für die Berufsbezeichnung verfügt. Es gibt nun also zwei Klassen, die Klasse Person und die Klasse Angestellter. Wenn ich ein Objekt aus der Klasse Person anlege, ist es natürlich vernünftig, einen Namen und ein Geburtsjahr zuzuweisen, so wie das über diesen Konstruktor passiert. Wenn ich nun ein Objekt vom Typ Angestellter anlege, so ist es natürlich sinnvoll, diesem Angestellten einen Namen, ein Geburtsjahr und eine Berufsbezeichnung zu geben. Das kann ich natürlich dadurch realisieren, dass ich entsprechend wie hier verfahre. Der Konstruktor heißt jetzt natürlich Angestellter. Er bekommt 3 Werte übergeben und diese Werte weise ich nun über den sys-Operator an die entsprechenden Instanzvariablen zu. Dieses Vorgehen hat allerdings den Nachteil, dass für den Fall, dass möglicherweise beim Zuweisen des Namens an die Instanzvariable ein erheblicher Aufwand betrieben wird, als denn zum Beispiel überprüft wird, ob es sich denn bei dem übergebenen Wert wirklich um einen Vornamen handelt und nicht um irgendwas anderes. Verfahre ich hingegen auf diese Weise, so habe ich ja doppelten Programmcode und müsste den ganzen Mechanismus, der möglicherweise hier schon existiert, an dieser Stelle nochmal vollziehen. Das kann ich nun dadurch vermeiden, dass ich zwar weiterhin alle 3 Werte an den Konstruktor Angestellter übergebe. Ich darf jetzt natürlich entweder nur diesen Konstruktor aktivieren oder diesen, denn die Parameterlisten sind gleich und damit würden die nicht nebeneinander existieren können. In dieser Variante werden ja alle Werte über den sys-Operator an die Instanzvariablen zugewiesen. Das geschieht bei dieser Variante allerdings nur noch mit der Berufsbezeichnung. Der Name und das Geburtsjahr werden mit super, runde Klammer auf, runde Klammer zu, an den Konstruktor Person übergeben. Und
Dort wird dann dieser Konstruktor aufgerufen und abgearbeitet und schließlich sind dann die Werte auch wieder den entsprechenden Instanzvariablen zugewiesen. Man könnte hier natürlich auf die Idee kommen, dass dieser Konstruktor geerbt wurde. Das ist aber nicht der Fall. Würde es eine Vererbung geben, so müsste ich beim Instanzieren eines Angestellten in der Lage sein, einen Konstruktor aufzurufen, der genau 2 Parameter erwartet. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann hier nur einen parameterlosen Konstruktor aufrufen und einen Konstruktor mit 3 Parametern. Schauen wir uns auch das im Programmcode einmal an. Wir sehen hier den entsprechenden Programmcode. Es sind 2 Klassen angelegt, die Klasse Person und die Klasse Angestellter, die bis hierhin reicht. Die Klasse Angestellter wurde aus der Klasse Person vererbt, sie erweitert also Person. Das geschieht in diesem Fall dadurch, dass eine weitere Variable, nämlich String Beruf, angelegt wurde. Und ich habe nun einen Konstruktor hinzugefügt, der die Übergabe von 3 Werten, nämlich eines Strings, eines Integers und eines weiteren Strings erwartet. Name und Geburtsjahr werden über den Superaufruf an diesen Konstruktor weitergegeben und werden an die Instanzvariablen durchgereicht, sodass diese nun über die entsprechenden Werte verfügen. Der Wert von Beruf wird wieder direkt über den sys-Operator an die entsprechende Instanzvariable durchgereicht. Übrigens darf der Superaufruf nur als erstes erfolgen, an dieser Stelle, nicht etwa als zweiter Befehl im Konstruktor. Und es darf auch nicht zweimal über Super ein Konstruktor aufgerufen werden. Wir sehen hier nun 2 Instanzen, einmal Mary aus Person und Linus aus Angestellter. Mary bekommt 2 Werte zugewiesen und Linus bekommt 3 Werte. Linus 2000 Musiker. Mary antwortet nun und wird diese beiden Werte ausgeben. Linus antwortet auch. Da aber die Antwortenmethode von Linus tatsächlich vererbt wurde von Person an Angestellter, wird sie nur den Namen und das Geburtsjahr ausgeben. Deshalb habe ich hier zu Testzwecken die Berufsbezeichnung von Linus direkt ausgegeben. Wir werden also in einem späteren Video uns noch damit befassen müssen, wie man denn dafür sorgen kann, dass beim Aufrufen dieser Antwortenmethode tatsächlich auch dieser Wert mit ausgegeben wird. Das ist dann das sogenannte Überschreiben. Schauen wir uns das Ganze hier einmal an. Mary hat beide Daten erhalten, Linus hat ebenfalls beide Daten erhalten, nämlich seinen Namen und das Geburtsjahr. Außerdem ist auch die Berufsbezeichnung richtig angekommen. Ja, das war das Video zum Thema Konstruktoren mit Überladen, Verketten und dem Superoperator. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.